Buchfans, schön, dass ihr wieder alle da seid. Naja, letzte Mal mit unserer Zylinder Top 3 war ein großer Erfolg. Wir haben auch sehr viele Reaktionen bekommen im E-Mail, unter in die Kommentare, dass das euch gefällt. Naja, das finden wir natürlich schön und haben wir heute eine Top 5 von Auspuffen. Die meist populäre bei uns im Shop, also die am meisten verkauft werden. Und ja, gerne wollte ich euch etwas darüber erzählen. Da kommt doch etwas Technisches dazu mit Dichtungen und Mutter. Aber das machen wir am Ende dieses Video. Und dann habe ich noch eine kleine Überraschung am Ende von diesem Video für euch. Also, ja, fangen wir mal an, weil der Robert hat mir gesagt, diese Videos müssen alle nicht zu lange sein, dann wird es langweilig. Ja, und ich erzähle ja immer gerne natürlich. Also fangen wir gleich an mit unserer Nummer 5. Nummer 5. Also Biturbo Gold. Chrom mit einer Aludämpfer. Gold, ja, eloxiert, ne, sagen das. Und mit Schriftzug. Ja, wieso ist diese auf Stelle 5? Ich denke, die sind in unsere Sets öfter dabei. Ne? Entweder mit Silberdämpfer, mit Schrift, ohne Schrift, Gold, Silber, Chrom, alles. Aber also ich denke, das ist die Ursache, dass das dabei ist. Biturbo Gold. Zurück zu diesem Auspuff. Eigentlich eine ganz normale Resonanzauspuff, nicht zu teuer. Kann man fahren mit 50 Kubik, mit 70 Kubik, unfrisiert sagen wir immer, weil dann haben wir noch andere Auspuffen. Ne? Kommen wir später drauf. Chrom ist gut eloxiert. Wir haben ja eigentlich das Chrom, kann ich auch später noch erzählen, mal denken, ist das jetzt schlau, um das zu machen? Nee, mache ich am Ende. Chrom ist gut, Auspuff ist okay. Biturbo hat das schlau gemacht hier mit dieser Flansch. Da sind die Löcher oval. Ne? Und dann ist das am einfachsten zu montieren. Hier ist eine kleine flache Stelle, dass die Tretkurbel entlang geht, ne, dass das nicht anschlagt am Auspuff. Naja, das ist ein Problem, wir haben öfter, dann bekommen wir Fragen, ja, Tretkurbel steht an am Auspuff, ja, da kann man einfach nicht immer etwas machen. Ne? Das ist ja halt so, Auspuffen sind so gemacht, dass man ja nicht immer mit Tretkurbel fahren kann. Das ist einfach das Problem. Biturbo geht immer, ohne Probleme. Sind qua Lautstärke eigentlich prima. Natürlich ein schneller Auspuff macht immer mehr Lärm als ein Originale. Ne? Das weiß man eben. Man will ja eben schneller fahren, dann kommt da etwas mehr Lärm draus. Ne? Auch mit Luftfilter, ne? Wenn man da so eine, wie sagt man das, ein Schlammluftfilter fährt, Schwammluftfilter muss ich sagen, ja, dann ist das immer ein bisschen lauter, Auspuff ist etwas lauter, aber ja, da kann man ja halt wenig machen. Diese sind, finde ich, ziemlich leise. Also ja, wie gesagt, der Robert hat mir gesagt, es muss nicht zu lange dauern. Wir kommen später noch auf Verfärbungen drauf und wie man das einbaut. Aber Nummer 5, also Biturbo Gold. Gehen wir an Nummer 4 auf unsere Liste. Nummer 4, Technoboss Chrom. Haben wir in Schwarz, haben wir in Chrom. Eigentlich ein bisschen dasselbe wie unsere Biturbo, wie gleich besprochen. Universalauspuff, daher verkaufen wir das auch am meisten natürlich. Ne? Die meisten fahren einfach 50 Kubik oder eine 70 Kubik, aber mit kleinen Vergaser, mit Originalluftfilter. Also man will ja eben ein klein bisschen schneller fahren. Das bringt auf eine Original-Setup, haben wir schon früher mal getestet, etwa 5 km/h. Also wenn man normalerweise 25 fährt, oder wie hier in den Niederlanden oder in der Rest von Europa 40, dann bekommt man 5 km/h dabei. Naja, mit Drehmoment finde ich diese eigentlich, ja, finde ich Biturbo etwas besser, weil das bringt etwas weniger Drehmoment, aber ja, etwas mehr Endgeschwindigkeit, wie gesagt, diese 5 km/h. Chrom, ja, eigentlich top. Flansch muss man öfter noch etwas, wenn man zum Beispiel ein Airsail fährt, da sind diese Rippen vom Zylinder etwas näher
aufeinander, dann muss man hier noch etwas dran machen. Zeigen wir am Ende unserer Video. Lautstärke, ja, ist etwas lauter, kann man natürlich auch sehen. Dämpfer ist etwas kleiner. Ich denke, es ist etwas lauter als unsere Biturbo, aber eine sehr gute universale Auspuff, der auch, ja, finde ich, sehr schön aussieht. Ne? Vollchrom, ja, eigentlich kann ich wenig darüber weiter sagen. Es ist einfach eine gute universale Auspuff für deine Original oder etwas schnellere Setup. Gehen wir wieder weiter, weil Zeit drängt. Nummer 3 kommt jetzt. Ja, Nummer 3. Nummer 3. Wieder eine Chromauslass. Naja, 22 mm Yamaha Originallook. Ja, mit Kante hier, wie original. Wir haben diese auch in 28, dann sind die gerade. Wir arbeiten dran, um das noch gut zu bekommen. Aber europäisches Produkt, kommt aus Portugal. Eigentlich alle Auspuffen, das ist noch schön zu erzählen, kommen aus der EU. Ne? Entweder Spanien, entweder Portugal. Yamaha, Technigas sind alle europäische Marken. Also kommt nichts aus Asien. 22 mm, ja, das ist eigentlich ein bisschen mehr für die Originalfahrer. Also mit 50 Kubik Originalzylinder oder 50 Kubik schneller Zylinder. Die wollen dann nicht zu schnell fahren, die wollen nicht zu viel Lärm und wollen, ja, wie gesagt, Originallook, ne? Das Wort sagt schon. Chrom, gute Verarbeitung, sind natürlich nicht die schnellste Auspuffen. Ne? Ich weiß, Original ist 18 mm, wenn man da eine 22 mm einbaut auf eine Original-Setup, ja, wie viel bringt es? 3, 4 Kilometer vielleicht? Ich weiß nicht. Ich muss ehrlich sagen, ich habe das noch nie selber verbaut. Wenn ich so eine Original-Auspuff verbaue, dann ist es 28 mm, bringt etwas mehr Dampf. Aber auch gesagt, es sind viele Leute, die kaufen dann ein 70 Kubik, 50 mm Bing zum Beispiel und bauen dann so eine 22 mm Auspuff ein für Originaloptik. Ich verstehe das, aber das ist nicht ideal. Zylinder wird echt zu heiß. 22 mm auf eine 70 Kubik, boah, ich finde das echt zu klein. Ne? Da braucht man echt minimal, da braucht man eine 28 mm eigentlich. Naja, weiter. Was wir immer dazu sagen, haben wir auch im Shop vermeldet. Diese Mutter muss man noch immer fixieren oder mit Loctite versehen und gut andrehen. Weil das ist das Problem, haben wir öfter, ein paar Mal im Jahr, ein E-Mail drüber, ja, ich habe meine Dämpfer verloren. Ja, daher, wir schreiben das auch dabei im Shop, bitte diese Mutter sichern oder gut andrehen oder noch ein zweite Mutter drauf. Weil sonst kann das inderdaad sich lösen und verliert man Dämpfer und dann hat man Lärm. Oh, dann wird die Polizei froh. Ne? Okay, ja, also weiter kann ich eigentlich ein bisschen wenig darüber erzählen. Hier ist eine Dichtung dazwischen. Ja, die muss man natürlich nach ein paar Jahren die ersetzen. Weiter, gute Auspuff, bringt nicht so viel, sieht aber genau wie original aus, nur ohne Schriftzug. Wir arbeiten dran. Ne? Wir haben gute Konnektionen in Portugal, also, aber dauert alles lang. Okay, Nummer 2, eine meiner Favoriten. Nummer 2 auf unserer Liste. Ja, eigentlich ist das meine Favorit. Wenn ich eigentlich meine Straßenmolfas fahre, ne, das hier ist eine P6, das war am meisten populär. Wir haben natürlich auch eine P8. Ich fahre auf meine Straßenmofa eine Gilardoni-Zylinder. Da habe ich eine P8 drunter. Ja, ist schon seit, ja, ich denke echt seit 15 Jahren echt meine Favorit. Die bringen sehr viel Endgeschwindigkeit. Ist eine echte super Resonanzauspuff. Der Homoed, ja, Homoed. Ja, das ist noch schön. Wir sagen in den Niederlanden Homoed. Aber ich glaube, in deutscher Sprache ist das immer Homoed. Und diese Homoed sind die Löcher hier auch schon etwas größer. Die sind M7 gemacht, dass Einbau leicht ist. Hier ein Schlitz statt ein Loch. Kann man einfach, wenn man da eine etwas schnellere Zylinder hat, dann geht natürlich Auspuff nach oben. Ne? Steuerzeiten, ne? Die gehen höher am Auspuff op. Und
Daher ist es hier ein Schlitz, weil diese wird fast immer, der geht auch nicht auf eine 50 Kubik. Ja, geht, aber dann muss diese 50 Kubik so weit frisiert sein mit hohen Steuerzeiten, dann ist das eigentlich, ja, am besten eine P4 zu kaufen. Ne? Aber man sieht, wir verkaufen viele 70 Kubik, daher auch viele Homelet P6. Sehr guter Auspuff. Sind nicht lackiert, sind pulverbeschichtet. Also, Dämpfung ziemlich gut. Aber die Leute, die diese Auspuff kaufen, ja, die finden Lärm nicht so ein Problem, die wollen nur schnell fahren. Ne? Also, die sind etwas lauter, aber das kommt nicht nur durch diese Auspuff, auch den ganzen Setup mit einer höher eingestellten Kupplung zum Beispiel und so weiter und so weiter. Dann hat man echt mehr Lärm. Also, gute Verarbeitung, sind gut geschweißt, wie gesagt, pulverlackiert, sehen einfach saugeil aus, sind natürlich auffällig für Polizei. Aber ja, die meisten Leute, die das kaufen, sind Sonntagfahrer, sage ich immer. Und am Sonntag wollen die so eine Runde machen, Vollgas. Ja, die Polizei, die schlaft dann noch. Ne? Ja, was kann ich weiter noch darüber erzählen? Eigentlich nichts, nur dass die viel verkauft werden. Also, ja, dann kommen wir zum Nummer 1. Ja, unsere Nummer 1. Und eigentlich logisch, unsere echt meistverkaufte Auspuff ist unsere RS Zigarre. Und ich verstehe warum. Die sind schnell, die haben Drehmoment genug und die sehen originalisch aus. Ne? Natürlich viel dicker, aber wenn Polizei so etwas sieht, das ist lang, das ist chrom, das sieht eigentlich, finde ich, ja, ich kann das nur echt, das ist, wenn man leise fahren will, weil und ist schwer, eine RS-Zigarre ist eine leise Auspuff. Ist mechanisch gedämmt, nennen wir das, also da ist keine Dämmwolle drin, nichts, mechanisch gedämmt und die sind echt, ja, absolut leise. Und was man ein bisschen machen muss an dieser Auspuff, finde ich immer, das ist hier ohne Schlitze. Man muss damit, ich mache das immer mit einer Säge, eine gute scharfe Säge, mache ich 2 Schlitze drin und dann hat man natürlich diese Klammer hier und eine separate Krümmer. Na, das geht rein hier und dann Klammer auf, aber das Beste ist, um hier 2 Schlitze zu machen. Okay, Chromverarbeitung ist tipptopp in Ordnung. Ist auch wieder portugiesisches Produkt, also das ist eine Standard-Krümmer, die wir dabei haben, aber 28 mm und ja, bringt richtig Dampf. Ich verstehe, dass Leute das kaufen. Wie gesagt, Originaloptik, gutes Chrom, leise, kann sehr gut mit 70 Kubik, mit 50 Kubik auf ein Originalzylinder, ja, wie gesagt, auf Originalzylinder, dann bringt das nicht so ganz viel. Aber mit einer 50 Kubik bringt das schon richtig etwas. Unsere Kunden sind echt sehr zufrieden darüber und wir verkaufen diese, naja, wie viele? Ich denke 1000 im Jahr, echt 1000 im Jahr. Und wir bekommen echt keine zurück. Ne? Also ja, daher auf Nummer 1, ich verstehe das eigentlich ganz. Kann ich weiter noch darüber erzählen? Ja, eigentlich weiter nicht. Man braucht keine Dämmmulle zu setzen. Auch wieder diese Mutter gut sichern oder 2 draufdrehen. Maar ja, wenn das sich löst, dann geht das Endstück ist weg und geht über die Straße und dann hat man echt sehr viel Lärm. Ne? Klemmen haben wir auch noch eine andere dazu, mit Gummi drin, kann man auch noch machen. Ich finde aber diese Klemme, geht ohne Probleme, ist eigentlich gut. Also Leute, ja, unsere Nummer 1, RS-Zigarre. Und dann muss ich jetzt noch etwas an andere Teile und noch eine kleine Story dazu erzählen zu all unsere Auspuffe eigentlich, kommen wir gleich drauf. Noch ein paar kleine Tipps und Tricks. Ne? Ist eigentlich wichtig. Wenn man eine neue Auspuff einbaut, dann ist eine neue Dichtung eigentlich fast immer angesagt. Ne? Alte ist eingedrückt, ist vielleicht alt, ist vielleicht kaputt. Dann kauft man eine neue Auspuff und dann will man das eigentlich mit alter Dichtung einbauen. Nee, muss man nicht machen.
Zwei Varianten, die wir echt am meisten verkaufen. 28 mm mit Aluring und 22 mm mit Aluring. Ne? Wieso mit Aluring? Naja, das ist eigentlich eine extra Abdichtung. Man kann sich das auch ein bisschen vorstellen. Alu ist natürlich zart, das drückt ein und dichtet einfach besser ab als eine normale Dichtung. Ich baue eigentlich nimmer etwas anderes ein als so eine Dichtung. 22 mm für die 18 und 22 mm Versionen, 28 für alle anderen Versionen. Also beim Biturbo, ne, da schreiben wir dabei Durchglas. Oh ja, want das ist auch wichtig. All unsere Auspuffen, diese Diameter, die wir vermelden im Shop, also 28, 22, das sind Außendurchmesser, ne? Nicht Innendurchmesser. Das ist wichtig zu wissen. Na, also alle anderen mit 25,5 Durchglas, also nicht Außendurchmesser, aber Innendurchmesser, dann nehmen wir immer 28 mm Dichtungen. Ja, und dann, ich weiß es, wenn man eine Auspuff neu man ist auf dem Boden, man ist da unten an Schrauben, ne? Alles scheiße, man kann nicht sehen. Ja, und dann haben wir im Shop diese Messungmutter für Auspuffmontage und wir haben diese von MBR mit Inbus. Ja, dann wird das Schrauben einfach ein bisschen leichter gemacht, ja? Weil ich weiß zum Beispiel bei 28 mm Universal oder Original-Look-Auspuff, weiß ich, dass es die Hölle ist um diese linke Schraube, einfach weil diese Krümmer ein bisschen so läuft und eigentlich hat man da sehr wenig Raum zum Schrauben. Naja, das wird mit diese zwei oder diese zwei wird das leicht gemacht. Ne? Da kann man einfach dabei, ohne Probleme, keine Frustrationen, keine Hammer durch die Scheune werfen, ne? Einfach nur einbauen, losfahren mit neuer Dichtung dazu. Auspuffen, Auspuffkrümmer muss ich sagen, die können immer verfarben. Oder bei schwarzen Auspuffen kann die Lack abplatzen. Ja, ist total logisch, kann man eigentlich nichts dran machen. Man kann ein paar Dinge machen, um so wenig möglich Hitze in die Auspuff zu bekommen. Weil das ist die Ursache natürlich. Also, man muss Zündung gut einstellen. Ne? Bei einer 70 Kubik auf 1.4, bei einer 50 Kubik auf 1.2, 1.3, vor Oberstootpunkt. Einfach, das ist echt so wichtig, weil sonst werden die Abgase zu heiß und der Auspuff verfärbt einfach. Ne? Oder Lack platzt ab. Ja, da können wir auch nichts dafür. Egal welche Auspuff man nimmt, es verfärbt oder Lack platzt ab. Da kann man natürlich immer ein bisschen daran arbeiten mit, wie sagt man das, eine Sprühdose mit hitzefeste Lack. Aber auch das wird wieder abplatzen. Ne? Da kann ja einfach nichts dafür, einfach Hitze. Man kann das ein bisschen einschränken mit Zündung muss richtig eingestellt sein, Düse muss natürlich richtig sein, so wenig möglich Hitze im Motor machen. Das ist echt wichtig. Und ich habe noch geredet von einer Überraschung. Das ist noch nicht echt eine Überraschung. Wir haben hier, ich mache das gleich dabei, eine Auspuff von Bossdämper aus den 80er. Moment mal. Das ist eine Doppelauspuff. War bis, ich denke, 91 oder 92 lieferbar, auf jeden Fall hier in den Niederlanden. War ein niederländisches Produkt. Aber wir wollen das gerne mal überlegen mit euch, um das wieder nachzufertigen. Ist das eine Idee? Schreib es in die Kommentare oder schreib uns eine E-Mail an info@bookshop.de, weil wir wollen das gerne wissen. Weil die sind nicht billig zum Produzieren. Ne? Man kann sich das so vorstellen, ne? Mit diese Doppelkrümmer. Ja, es sind 2 Dämpfer statt 1. Also, ja, wir wollen das gerne. Ich finde das eine der schönsten Auspuffen, die es damals gab. Ne? Sound ist auch echt super. Ich habe die an meine goldene Maxi, unsere Testmofa. Und da habe ich mir gerade überlegt, mit meinem Lieferant in Portugal. Ne? Also, die Niederländer haben wir gefragt. Das Original von Boss. Aber boah, Mann, die sind sau teuer. Die machen jetzt nur noch Auspuffen für Ducati, Honda, Yamaha, nur Motorrad. Ne? Und ja, die denken dann, naja, so eine Auspuff, der darf 700 kosten. Ne? Darf nicht 700 kosten. Nee, machen wir nicht. Also, wir sind ans Überlegen mit Jammerkohl. Mal sehen, ob die das nachbauen können. Zuerst, also das Modell hier geht nächste Woche sowieso
nach Portugal. Aber ja, vielleicht mal sehen, für welches Geld die das produzieren können. Also ja, findet euch das, denkt euch, ja, das ist eine gute Idee, die wollte ich gerne haben. Oder ja, das ist schön, wieder eine Auspuff aus den 80er wieder zurück. Ja, schreibt es einfach mal in die Kommentare. Ne? Und ja, dann testen wir es, sobald wir ein Modell haben. Also ja, bin ich noch etwas vergessen? Schreibt das einfach in die Kommentare, dann können wir das vielleicht in einem nächsten Video mal mitnehmen. Ne? Wenn wir zum Beispiel auch eine Auspuff einbauen. Bin ich etwas vergessen? Nicht weggehen. Na, habe ich hier noch eine Auspuff? Ja, haben wir vor Jahren her einmal selber gebaut, war eine Probe, aber das war nichts. Auspuff ist einfach zu langsam. Aber es kann sein, wie gesagt, früher im Video, dass deine Flansch ein bisschen zu groß ist. Ne? Und wenn Flansch einfach zu groß ist, ja, ich nehme einfach eine Feile, mache hier diese Ecke oder diese Kanten mache ich weg, mache diese Löcher statt rund, mache ich die oval und dann ist einfach viel besser zum Einbauen. Ne? Weil man muss sich selber das so einfach wie möglich machen. Ne? Man will einfach fahren, ne? Man hat das eingebaut, fahren, losfahren. Und also, das zeigen wir später noch im Close-Up. Wie ich das hier gemacht habe, ist eine alte Auspuff, aber ja, dann wird das einfach leicht gemacht. Weil speziell, wie gesagt, bei Airsaltzylinder, da sind diese Rippen ja, echt dicht aufeinander. Dann kann es sein, dass Auspuffmontage schwierig ist. Wollen wir nicht. Das machen wir so einfach wie möglich. Also, okay. Na, ich hoffe, es hat euch gefallen, diese Sendung. Auf jeden Fall macht es mir sehr viel Spaß mit diese Top 3, Top 5, Top 10. Ich gehe darüber nachdenken, was wir das nächste Mal machen. Oder hast du noch Ideen? Schreib das hier einfach in die Kommentare oder eine E-Mail an info@bookshop.de und dann sehen wir einander das nächste Mal. Vergesse nicht zu abonnieren und auf die Klingel zu drücken. Dann bekommst du automatisch eine Notifikation, wenn ein neues Video online geht. Okay, ciao, bis zum nächsten Sonntag.